Das ganz neue Artego-Modell, diesmal als Feuerwehrversion, und wir haben ihn einfach abgeschnitten. Ja, das muss man tun, wenn man dieses Fahrzeug später als Fernreisemobil verwenden möchte. Und die Basis, ich sag mal, von einem Feuerwehrauto, die ist so optimal, dass man dieses Fahrzeug hier wirklich sofort verwenden kann. Es wird dann noch ein bisschen modifiziert. Wir werden uns gleich mal die abgeschnittene Kabine ansehen. Die steht nämlich da hinten. Die ist hier vorne wirklich abgetrennt worden. Das ist unschwer zu sehen. Da ist jetzt noch eine Platte hinten drauf, dass es nicht reinregnet. Aber der Vorteil ist, wir können uns jetzt alles mal en Detail ansehen. Hier ist der Markus. Guten Morgen, Markus. Ja, hallo Sven, guten Morgen, hallo. Sonntag, der 28. November. Du musst ja morgen wieder arbeiten. Naja, ich gehöre zu den Menschen, die nicht mehr arbeiten. Also nein. Du bist praktisch schon im Ruhestand, so kann man sagen. Das stimmt aber gar nicht, weil du fährst mit diesem Weltreisemobil, bereist du die ganze Welt demnächst. Du willst nach Nordamerika? Das ist richtig. Ich nutze jetzt gerade die Zeit, um den Rest von Europa mir anzuschauen. Die geplante Panamerikaner-Tour, sprich von Nord nach Südamerika, ist leider verschoben worden, der Pandemie geschuldet. Aber wenn das möglich ist, werde ich das dementsprechend nachholen. Ja. Du könntest ja die Quarantäne in deinem Auto verbringen dann. Das ist richtig. Ich glaube, ich war auch noch nie so viel unterwegs wie in diesem Jahr, wo alle zu Hause geblieben sind. Das ist so toll. Du bist ganz alleine. Du könntest dich sogar auf Campingplätze stellen und wärst ja alleine gewesen. Ja, wobei ich das nicht mache. Ich gehe nicht auf Campingplätze, aber da, wo ich stehe, da ist dann keiner. Also von daher, ich störe auch keinen. Ich habe keinen Kontakt zu anderen Menschen dann. So, hier vorne sieht man, das war die Aufhängung, die Federung von dem Fahrerhaus. Also ein Teil davon, die wird jetzt demontiert. Genau, das ist original eine Doppelkabine gewesen. Das Fahrzeug ist ein Mercedes Artego 1223, sprich 12 Tonnen Fahrgestell mit 230 PS. Wie gesagt, als Doppelkabine. Der Kunde, der dieses Fahrzeug oder der sich jetzt für dieses Fahrzeug entschieden hat und dieses Fahrzeug von Emart ausbauen lassen möchte, den habe ich in Island kennengelernt. Der hat sich in mein Fahrzeug verliebt und war davon so angetan. Dass er sich sofort von seiner Frau getrennt hat, gesagt hat, ich liebe dich mehr als du. Nein, ich hoffe, das war nicht der Fall gewesen. Aber er war letztendlich von dem Fahrzeug, von der Qualität, von der Technik begeistert. So dass ich ihn dann hier nach Emart quasi geführt habe. Und das hat sich ganz gut gepasst, weil hier gleich dieses Fahrzeug, dieses Fahrgestell zur Verfügung stand. Und das wird jetzt nach seinen Wünschen zu einem Fernreisemobil ausgebaut. So, du hast ein paar Zeichnungen dabei, die wir uns gleich mal anschauen. Hier nebendran steht übrigens ein ganz unspektakuläres Wohnmobil. Wir werden noch ein eigenes Video zu drehen. Der ist nämlich hier, das ist ein Dreiachser Mercedes-Benz Sprinter. Der könnte so auch auf einem 907 aufgebaut sein. Das ist ein Prototyp, aber da kann man mal sehen, was so alles geht als Wohnmobil. Wir können ja mal ganz kurz nur mal reinschauen, dass wir mal sehen, was hier so drin ist. Also es ist vom Feinsten, geht irre lang drin, hat eine riesen Garage, aber ich will nicht zu viel verraten, denn ich grüße dich, guten Morgen. Ja, morgen Sven. Ja, es ist Sonntag. Wir hatten oder haben noch 3 schöne Tage gehabt bisher. Eine Besonderheit hier ist, die Köchin kam sogar am Sonntag, hat uns bekocht hier. Mein Magen, es liegt alles wie ein Stein drin. Ich konnte nicht aufhören zu essen. Ja, ich leider auch nicht. Es schmeckt so gut. Maria, stell dich mal kurz vor, du bist die? Ich bin die Maria Bölter-Emmert, bin von der Firma Emmert Fahrzeuge, bin hier im Vertrieb, bin zuständig für Vertrieb und Compliance und heiße dich herzlich willkommen. So, ihr habt hier, glaube ich, die größte Ingenieurs-Meisterquote am Markt. Ihr habt über 10 Ingenieure, also selbst dein Papa ist Ingenieur, ganz viele Meister. Ihr habt über 30 Leute, aber davon sind über 10 Leute haben einen Meister-Ingenieurstitel. Ja. Oder beides. Ja, hochqualifizierte Leute, die wir hier haben und die Fahrzeuge so auch ausbauen. Ihr könnt alles selber machen. Also es fängt davon an, das hier ist ein Prototyp, den habt ihr mal eben selber lackiert. Dann macht ihr die ganzen Stahlbauten, das heißt also auch hier das Durchschneiden, Metallbauten, das habt ihr alles selber gemacht. Ja, genau. Das haben wir, die Karosseriearbeit machen wir selbst. Ja. So, dass man das mal sieht. Den hier hinter dir, liebe Maria, den habt ihr natürlich auch gebaut, richtig? Ja, den haben wir auch gebaut, damals 2018.
Wir haben damals die Idee gehabt, Expeditionsfahrzeuge zu bauen. Dadurch, dass wir größere Koffer bauen wollten, hatten auch schon ein Fahrgestell und haben dann das Fahrzeug, den Artego, so halbfertig oder so, ja, semi-fertig angeboten. Ich glaube, das war damals bei Mobile, ne? So hast du uns gefunden. Und Markus ist dann dazugekommen, war auf Anhieb begeistert. Und so ist er dann Kunde geworden. Er hat dann zwar nach dem Kauf noch ein paar Sonderwünsche gehabt und hat dann dies und jenes verändert, aber im Grunde war das der Startschuss, wo wir gesagt haben, wir fangen an mit Expeditionsfahren, Weltreisemobilen, Wohnmobilen. Ja, das ist ein 907 Prototyp. Ihr baut ganz viele Prototypen, weil ihr es eben könnt. Das heißt, bevor ihr jetzt dem Kunden sagt, wir können das, baut ihr es erstmal. Das habe ich noch nie so erlebt. Machen das viele eigentlich, Prototypenbau? Weiß ich nicht. Also Prototypbau muss sich lohnen, genau oft. Und deswegen machen es viele nicht. Wir machen es, weil wir wissen müssen, wie etwas geht. Und erst dann dem Kunden anbieten. Auch hier, das ist ein Projekt, wird in Kürze fertig. Ihr seid sehr schnell. Wenn jemand ein Fahrgestell anbringt, dann könnt ihr, das hier ist jetzt ein G-Modell, da habt ihr aus 2 G-Modellen eins gemacht. Ihr habt eins quasi weggeworfen oder noch aufbewahrt, so ist es? Halb aufbewahrt. Hier das Problem bei diesem Projekt sind eventuell die Türen, die dann noch dazukommen müssten. Also man müsste dann die fertigen Türen ja auch noch quasi finden. Aber wenn dann keine Tür quasi dazukommt, werden wir eine Wand komplett zumachen und die alte Tür benutzen. So ist das. Ja, denn wir zeigen mal ganz kurz die abgeschnittene Fahrkabine. Für euch ist das kein Problem. Ihr habt sie eben mal abgeschnitten, weil ihr es könnt. Ihr seid ein zugelassener Fahrzeugbauer. Das heißt, ihr macht das mit Einzelabnahme. Ihr könnt auch reine Triebköpfe ohne Motor bestellen. Ja, das stimmt. Da sind wir ABH, also Aufbauhersteller bei Daimler AG und mit denen arbeiten wir sehr gerne zusammen. Ja, die mögen euch auch ganz gern, habe ich gehört, denn ihr macht zum Beispiel RTWs, Rettungswagen und das Ganze nicht nur einen, sondern ihr habt, glaube ich, 70 gleiche gebaut dieses Jahr, weil die so erfolgreich sind, oder? Ja, weil einfach kurze Lieferzeiten, kurze Wege, Einsatzbereitschaft und tolles Team und einfach eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, das wird dann belohnt, ja. Und das, Markus, das tut ja einem so ein bisschen in der Seele weh, weil das hätte man auch lassen können, da könnten noch 4 weitere Leute mitfahren können, aber braucht man nicht. Das stimmt, das ist natürlich davon abhängig, wie die familiäre Situation natürlich auch der Kunden ist. Ja? Also wenn man jetzt eine Familie mit 3 oder 4 Kindern hätte oder mehrere Hunde, die vorne mitfahren sollen, dann hätte man natürlich auch die Doppelkabine lassen können. In dem Fall ist für den Kunden aber die Priorität liegt da drauf, dass die Wohnkabine dementsprechend groß werden kann, weil er sich ein Stück weit an meinem Auto orientiert hat und deswegen ist demzufolge die Doppelkabine dem zu Opfer gefallen. Die wurde nicht abgeflext, sondern die hatte Punkte, wo die befestigt war, oder wie? Genau, das wird also von einer Schwesterfirma von Mercedes nachträglich, also das Fahrzeug entsteht erstmal als Einzelkabine und wird dann nachträglich zu einer Doppelkabine hergestellt und so wie sie mal verschraubt wurde, konnte man sie auch wieder demontieren. War ein paar Stunden Arbeit, aber ohne wirklich Schaden zu nehmen, steht sie jetzt hier und wird vielleicht nochmal Verwendung finden. So, hier vorne sieht man den Aufbau, der kriegt jetzt einen Kasten. Du hast eine Zeichnung, die werden wir uns gleich mal anschauen. Da ist eigentlich bei euch der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn ihr könnt alles genau berechnen. Ihr habt ja eure Meister, Ingenieure, die das berechnen können, unter anderem Gewichtsverteilung, ganz wichtiges Thema. Ja, genau. Gewichtsverteilung, also im Bereich Weltreisemobile sind die Wassertanks und die Batterien und so weiter. Ja, das können wir, da muss man sich nur zusammensetzen und sich das Projekt anschauen. Es ist ja auch immer sehr unterschiedlich, welche Fahrgestelle der Kunde dann auch fahren möchte. Und wir sind darauf vorbereitet, dann die jeweiligen Wünsche umsetzen zu können. Also wenn der Kunde zum Beispiel sagt, ich hätte gerne einen Crafter 3-Achser
Ja, einfach nur sagen, ich zeig's mal gerade, hier vorne steht nämlich einer. Dann habt ihr mal einen einen VW Crafter als Dreiachser gebaut, mit jeweils Doppelbereifung. Also keine Ahnung, was ihr hier transportieren wollt, aber der hat jetzt 7,5 Tonnen. Aber selbst der würde wahrscheinlich bei 15 Tonnen nicht zusammenbrechen mit der Bereifung. Nein, ich denke, der trägt eine ganze Menge mehr, als was man ihm theoretisch zumutet. Ja, so ist es. Und hier vorne, damit ich es nochmal zeige, es ist wirklich ein Crafter, hier vorne der neuesten Bauart. Ihr baut Treppen selbst. Ihr baut oder modifiziert die ganze Innenausstattung selbst. Ihr plant die ganzen Sachen. Hier vorne diese Treppe. Ihr habt eigene Lasersysteme. Da haben wir ein eigenes Video zu gemacht, wie das Ganze gemacht wird. Das kommt alles aus dem Rettungswagenbau. Da kommt ihr eigentlich her. Und das habt ihr jetzt, diese Qualität, die habt ihr übertragen auf den Wohnmobilbau. Ja, genau. Also die Module sind ja sehr ähnlich. Das heißt, wenn man in ein Fahrzeug einsteigen muss, muss man eine Treppe haben. Und in dem Sinne gehen wir dann vor. Wir planen dann, welches Basisfahrzeug, welche Höhe, was sind die Abmessungen, die der Koffer haben muss. Und dann geht alles seinen Weg. Wie sieht der Einstieg aus? Was muss das Fahrzeug können? Also es sind ja auch die unterschiedlichsten Fahrzeuge. Das war jetzt ein Einsatzleitwagen, ein Expeditionsfahrzeug, ne? Muss natürlich andere Sachen beinhalten. Aber die Module sind trotzdem aus den jeweiligen Ausbauten sehr, sehr ähnlich, ja. So, es muss jetzt kein langer Sprinter sein, das kann auch so ganz handelsüblich sein. Ja, hier vorne steht ja jetzt auch die Frage, Markus, bringt seine Teetasse weg. Wo hast du den da abgestellt? Auf die Trittschufe? Ja. Ach da. Gut, du denkst an, wenn du wieder fährst, oder? Ich hoffe, ja. Wir zeigen mal was. Das ist eine Treppe, die könnte ich 100 Mal auf und zu machen. Der Kunde kriegt die gleiche Treppe wie du? Ja, auch das ist ein Detail, in das sich der Kunde gleich verliebt hat. Was ich noch mal ergänzend zu dem vorderen, eben zum Sprinter sagen möchte, ist alles, was sich natürlich im gewerblichen Bereich, was tagtäglich ohne Rücksicht auf Verschleiß oder wie auch immer genutzt wird, im extremsten Einsatz, wenn sich das im gewerblichen Bereich bewährt hat, dann ist es für Freizeitfahrzeuge bestimmt ausreichend. Ausreichend, weil die werden ja gar nicht so benutzt, muss man sagen. Also das heißt, du wirst ja wahrscheinlich die Tür nicht feste zuknallen, sondern du hast einen Modus entwickelt, wie sie zugeht, weil das ja dein Schätzchen ist. Mach mal gerade bitte die Treppe mal hoch, dass wir mal sehen, wie schön das ist. Ihr habt bei dem Thema Treppen selten Motoren im Einsatz, weil das Zeug soll ja ewig halten. Ja. Und auch bei den RTWs haben wir selten Schiebetüren. Wir haben eigentlich keine Schiebetüren, weil Motoren und Sensorix schnell ausfällt oder ausfallen kann. Ist mir selbst schon passiert. Also mir sind schon Motoren abgerissen, irgendwelche Sicherungsstifte abgerissen. Ich zeige mal gerade so ein kleines Detail, wie man eine Einstiegstreppe zum Beispiel machen kann. Wenn man keinen Motor hat, man muss einfach nur ein bisschen Gehirnschmalz haben. Und dann ist das hier eine Tür, das könnte auch eine Wohnmobiltür sein. Weil die Türen baut ihr ja selber. Und jetzt pass auf, während du kommst, ist so genial, oder? Ja, das ist toll. Also das sind ganz tolle Lösungen, die sie sich hier einfallen lassen und so weiter und die sich auch einfach bewähren. So, das können wir problemlos auch im Wohnmobil realisieren. Mach nochmal zu, bitte. So, machst einfach zu, geht die Treppe rein. Das ist einfach, oder? Ja, das ist toll. Beim Fahrgestell auf einem LKW und Expeditionsfahrzeug ist der Koffer natürlich dementsprechend höher. Dort brauchte man also, meine Treppe hat 4 Stufen. Da muss es allerdings eine andere Lösung sein, aber vom Prinzip her, ja, vergleichbar. Ja, also wir werden auf jeden Fall hier zum Beispiel auch eine Hecktür, wenn einer sagt, hätte ich gerne zum Beispiel zum Skifahren, dass ich nicht durch die Haupttür reingehe, sondern direkt ins Bad, das wäre kein Problem. Also ihr könntet bei einem Wohnmobil einfach eine Hecktür einbauen. Ja, genau. Ihr baut die ja selber. Ja, genau. Die Tür wird dann so zugeschnitten, wie wir es brauchen. Und das ist eine sehr, sehr gute Idee für ein Expeditionsfahrzeug, quasi so eine Traumatür. Also in diesem Fall Traumatür, aber auf jeden Fall für ein Surfbrett oder für die Skier oder was auch immer, Berufsbekleidung, ähnliches. Maria, ich habe eine gute Nachricht. Ja. Ihr seid so preisgünstig, dass viele, die hierher kommen, es gar nicht fassen können, wenn die ihr Auto planen und vorher vielleicht bei jemand anderem waren, dass die vielleicht denken, naja, ihr verwendet vielleicht minderwertige Schäume, ihr verwendet kein GFK. Nein, alles an deinem Auto
bis auf das Fahrzeugblech da vorne, was drin ist aus GFK, innen und außen. Das ist richtig. Bei mir ist also wirklich der ganze Koffer von allen Seiten, auch beidseitig doppelt beplankt mit GFK. Und es sind letztendlich 5 Lagen, innen und außen GFK, darunter jeweils nochmal ein Spezialkunststoff. Und dazwischen ist ein 50 mm. Ein 50 mm Schaum. Genau. Das heißt, die Gesamtdicke der Wand 60 mm. 60 mm. Ja. Wo hast du das denn heute noch, ja, beim Reisemobil, beim Weltreisemobil? 60 mm. Also 60 mm ist schon extrem viel, ist natürlich sehr gut von der thermischen Isolierung, aber auch von der akustischen her. Also wenn man wirklich in dem Fahrzeug mal ist, ich sag mal, man übernachtet vielleicht auch mal auf dem Autobahnrasthof und hat seine Fenster zu, dann kriegt man wirklich von draußen nicht viel mit. Ja, Hartglasfenster, ihr spart wirklich an nichts. Ihr habt Victron drin, Lithium auf Wunsch. Das ist hier, wir schauen mal ganz kurz, das ist jetzt der 1223. Was spricht denn für ein neues Fahrgestell? Weil viele besorgen sich ja dann alte Feuerwehren und so. Ist das sehr teuer, so ein Fahrgestell? Was muss man investieren, 100? Also auf jedem Treffen, auf jeder Messe wird das ja immer wieder diskutiert, dass es heißt, oder viele argumentieren so, die möchten ein altes Fahrgestell haben, möglichst keine Elektronik. Das Argument ist immer, dass es einfacher zu reparieren ist. Grundsätzlich wird das wohl auch stimmen, aber die Fahrzeuge von heute, die Qualität und die Technik ist so ausgereift und verlässlich, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss. Und auch die Dieselqualität verändert sich jährlich weltweit, weil die Speditionen und so weiter, die unterwegs sind, die fahren alle mit modernen Fahrzeugen und die müssen auch überall irgendwo tanken. Ja. Jetzt ist ja so, Preis, Maria, du hast eben ein bisschen den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, kostet das 100, was zahlt man für so ein Fahrgestell? Als Feuerwehrversion. Darfst du das sagen? Weiß ich nicht, darf ich das sagen? Ja, sag. Okay, 82.000. 82.000 brutto, inklusive Steuer. Oder netto. Netto, also rund 100.000. Lag ich ja gar nicht so falsch. Also der Endkunde zahlt dann 100.000 rund, aber dafür kriegst du ein flammneues Fahrgestell. Da kriegst du ein Fahrgestell nach deinen Wünschen. Das heißt, das hat jetzt keine Doppelbereifung hinten. Das kommt direkt mit Einzelbereifung. Was hat das für einen Vorteil, Einzelbereifung? Ja, wobei das in dem Fall jetzt hier nicht stimmt. Der wurde jetzt schon umgerüstet auf Einzelbereifung. Der ist vom Band gelaufen mit einer Doppelbereifung auf der Hinterachse. Und der wurde dementsprechend jetzt für den Offroad-Einsatz auf Einzelbereifung umgerüstet. Ja? Ist der denn vom Rostschutz, Unterbodenschutz, Lackbehandlung, ist der jetzt fertig oder kriegt er noch ein bisschen was? Also das ist jetzt, was man jetzt sieht, ist das, was original vom Hersteller, sprich in dem Fall Mercedes-Benz, aufgetragen wird. Aber wenn das Fahrzeug komplett fertig ist und auch TÜV-mäßig abgenommen ist und so weiter, wird alles, was im unteren Bereich ist, noch einmal komplett gegen Korrosion geschützt. Ja, hier sieht man auch sehr schön, das war eigentlich die Version für Mosambik gedacht, ja, mit einem Holzträger für die Lampen. Aber so kommen die Fahrgestelle an. Das heißt, das wird ja später montiert vom Aufbauer. Wenn ihr das kriegt, das kommt jetzt in den Koffer rein. Da kann man sich überlegen, nimmt man die Originallampen, nimmt man andere. Das ist richtig. Bei meinem Fahrzeug wurden Originallampen übernommen. Hier wird man es sehr wahrscheinlich dann auch machen. Das ist wirklich nur, damit man im Straßenverkehr dass man halt im Straßenverkehr teilnehmen kann. Das ist geil. Das ist zugelassen. Ja? Kannst du mit einem Holzbalken, gut, ist so. Aber ich sag mal so, das ist ja Alltag. Es gibt ja unglaublich viele Fahrzeughersteller, aber nicht so viele haben jetzt zum Beispiel gestern, wo wir gesagt haben, komm, wir entwickeln mal ein neues Reisemobil, machen mal die Wände dünner. Was hast du gesagt? Nö. Machen wir nicht, weil es wäre viel teurer, die dünner zu machen und es würde vom Gewicht gar nicht viel sparen. Ja, genau. Also es sind nicht die Wände, es ist all das, was man quasi einbaut, genau, an Technik, an Kabel. Kabel wiegen unglaublich lang, viel, entschuldige. Das ist natürlich schön, wenn man 24 Volt hat. Da sind die Durchschnitte nur halb so groß, oder? Das ist richtig, ja. Das ist ja, aber du kennst dich bestens aus. Was hast du gelernt damals? Kurz nach dem Krieg. Kurz nach dem Krieg. Ich habe internationales Wirtschaftsrecht studiert. Ja, du hast fertig sogar, oder? Ja, fertig sogar. So, du warst in England, hast du studiert auch? Ja, ich habe ein BA-Studium abgeschlossen. Du hast also quasi zwei Diplome, eins in Deutschland, eins in England, oder wo warst du? Ja, genau. Okay. So, dann hast du auch noch ganz nebenbei noch, wie viele Kinder hast du gemacht? 3? Ja. 3 Kinder hast du noch, bist hier quasi die Tochter vom Papa, dein Papa ist Ingenieur, ja, vom Chef hier, und du sollst irgendwann mal
vor gar nicht allzu langer Zeit das denn wahrscheinlich übernehmen, oder? Weiß ich nicht. Okay, das ist ja mal ehrlich. Mal gucken, wie das Feedback ist. Du kennst dich irre gut aus mit Fahrzeugen. Das kommt alles aus der Feuerwehrtechnik und der Krankenwagentechnik. Deswegen, ich glaube, dir macht so schnell keiner was vor. Aber du hast mir erzählt, wenn du irgendwas nicht weißt, ihr habt hier über 30 Leute, Genau. Spezialisten, die wissen es im Zweifel, Ja, oder? die wissen es besser als ich und die werden es mir dann auch schon verraten können und bevor ich frage, auch schon umgesetzt haben. So, top, die Wette gilt. Das ist jetzt das Fahrgestell, jetzt steht es hier. Vorne ist die Doppelkabine abgetrennt. Wann wird das Fahrzeug wahrscheinlich ausgeliefert? Was denkst du? Also der Plan ist jetzt, wenn final alles mit dem Kunden entschieden wurde, dass Anfang des Jahres mit dem Kofferbau begonnen wird. Und 2022, Januar. ja, genau, 2022. Und, Ich frage mal so, weil Anfang des Jahres könnte auch 24 nein, hast du natürlich recht. Aber wir sind jetzt Ende des Jahres, also von daher rede ich über 2022. Und der Plan ist, wenn wirklich alles entschieden ist, dass er im Juni, Juli dann übergeben werden kann. Weil das wird eine relativ aufwendige Geschichte hier werden. Und ja. Ja, hier sieht man, das ist ja mal ein Tank, oder? Ja. 525 Liter. Ja. Echt? Ja. Was hat denn der an Zuladung? Der hat der Hobel hier. Das Leergewicht kann ich gar nicht sagen. Also wenn wir es wieder mit meinem vergleichen, meiner wiegt jetzt tatsächlich 12 Tonnen. Hier wird der Koffer 40 Zentimeter kürzer sein müssen, weil der Radstand ein bisschen kürzer ist. Aber er hat halt große Kapazitäten. Wie man sieht, ihm ist ein großer Kraftstofftank wichtig. Er will auch 400 Liter Wasser haben. Also da kommen schon ein paar Kilo zusammen. Aber ich denke, ich habe eine Zuladung von 3 Tonnen. Und wenn er nachher eine Zuladung hat von 1 Tonne, dann sollte das ausreichend sein. Ja, das heißt, er macht ihn kurz, der Radstand ist kurz, die Geländegängigkeit von dem Fahrzeug ist erhaben, oder? Das heißt, das ist ein Feuerwehrauto. Was ist so ein typischer Einsatz Feuerwehrauto? Die müssen auch mal auf eine Wiese fahren, oder? Das sind Verteiler, genau. Die müssen schnell losfahren können und dann schnell da sein. Kurze Wege ist ein Verteilerfahrgestell, genau. Kann man die vorheizen eigentlich in so einer Halle, die Fahrzeuge? Wenn die, ich sag mal, oder spielt das keine Rolle, machst sie an, kannst gleich losfahren? Ja, genau. Geht. Genau. Das ist der Sinn der Sache bei den Feuerwehrfahrgestellen, ja. So, komm, wir gehen mal rein. Das 1223. Der hat jetzt nicht so Fürze wie Full LED und das brauchen die alle nicht, oder? Nein, das ist ein ganz bodenständiges Auto, hat zwar Tagfahrlicht, ja, was heute vorgeschrieben ist, aber keine übermäßigen Features, die sind auch nicht erforderlich und auch nicht gewünscht beim Feuerwehrfahrgestell. Ja, denn das Ding soll ja irgendwann mal in die ganze Welt gehen und da kriegst du natürlich H7-Lampen, kriegst du wahrscheinlich überall, aber irgendwelche LED-Module, das wird schwierig, oder? Das stimmt, da hast du recht, ja. Mercedes-Benz hat weltweiten Service. Du fährst ja demnächst nach Nordamerika damit. Da wird es natürlich schwer, weil da gibt es einen Attego nicht, oder? Nein, im Gegenteil. Also ich bin die letzten 3 Fahrzeuge vor dem Attego bin ich MAN gefahren und hätte mich auch wieder für ein MAN fast entschieden. Liebe MAN-Leute, hört gut zu, ja. Aber? Nein, das Aber ist eigentlich wirklich nur, dass die Verteilung von Werkstätten einfach weltweit bei Mercedes größer ist, gerade auch was Nord- und Südamerika angeht. Und deswegen fahre ich jetzt Mercedes. In Südamerika, da fahren ja Schätzchen rum, die haben, glaube ich, Euro -2, die also da noch unterwegs sind, denn da fährt alles noch rum, was irgendwie hier in den 60er Jahren, Langhauber, Kurzhauber, alles, oder? Ja, das stimmt, ja. Gut, wir gehen mal rein, dass wir das mal schauen. Hier unten eine tolle Konstruktion, kenne ich nur mit so Gummis und so. Wird das noch umgerüstet, oder? Nein, das wird so bleiben. Das ist extra so, dass es dementsprechend auch im Offroad-Einsatz, falls man mal Kontakt zu irgendwelchen Gegenständen haben sollte, dass dort nichts beschädigt werden kann. Deswegen ist das hier beweglich gelagert. Du hast bei dir nämlich auch Gummi drin. Ja, bei mir ist das anders. Ist ein kleines bisschen höher bei dir, oder? Ja, genau. Und es ist starrer. Also das hier ist dementsprechend Gummi. Wenn ich irgendwo stark gegenfahren würde, wo ich hoffe, dass es nicht passiert, wird es nicht abbrechen, sondern es ist beweglich, aber definitiv nicht so beweglich wie bei dem neuen Modell. Da kann man auch ein bisschen Fett reinmachen, oder? Nee, bei dem anderen.
Du meinst, weil es jetzt gequietscht hat? Weil es jetzt gequietscht hat? Guck mal gerade. Der ist flammneu. Also das ist eine Feuerwehr. Kam der jetzt eigentlich mit dem Feuer Martinshorn? Das kann man abbestellen, wenn man das nicht braucht. Nee, der Martinshorn wird immer nachträglich eingebaut. Also das hat nichts kommt mit dem Auto. Nie ab Werk, nie. Okay. Ich kenne mich ja nicht aus. Ich muss Ja, ja dann alles immer. So, jetzt muss ich mal einmal gucken, dadurch, dass das Ding jetzt so schwingt, gehe ich mal gerade hier hoch. Markus, steig mal ein, bitte. Ich würde ja sagen, Maria, steig auch noch ein, aber es sind nur 2 Plätze da. Ja, aber die Zielgruppe ist auch bei YouTube noch nicht so weit. Welche Zielgruppe? Die Zielgruppe, die dann sagt, Maria steigt. Achso, Maria steigt. Nö, das holen wir noch. Wir können ja mal gucken, das ist ja so, MAN hat ja ein voll digitales Display mittlerweile drin. Da sind die schon ein bisschen weiter. Beim Actros ist es schon drin, beim Atego noch nicht. Hast du es vermisst mal, dass du jetzt nicht, wenn es aufsteht, sagst, Markus, du musst eine Pause machen? Nein, im Gegenteil. Also bei dem Fahrgestell, wo wir jetzt drin sitzen, das ist schon moderner als bei mir. Dadurch, dass ich selber aber gar nicht so moderne Ansprüche habe, vermisse ich das definitiv nicht. Ja? So, mach mal an. Ist da Vorglühen? Muss man das noch? Nein. Brauchst du leise? Ja, also jetzt ist er, klar, wir stehen hier in der Halle, die Türen sind geöffnet. Hinten ist kein... Und hinten ist natürlich kein Schallschutz, weil nur provisorisch eine 10 mm Platte montiert ist, dass wir einfach nur mal mit dem Kunden eine Probefahrt machen konnten. Aber grundsätzlich ist das ein sehr leises Fahrgestell. Guck mal hier, das Display sieht richtig schick aus, Ja, oder? ja, ist sehr modern geworden. Also für mich persönlich würde das reichen. Ich erwarte da nicht mehr. So, die Sperren, wo sind die? Die sind hier oben. Ja, also der hat ja keinen Permanentanreiz, sondern zuschaltbar. Das heißt, die erste Sperre ist in dem Fall die Mittelsperre, also vom Mitteldifferential. Sonst fahre ich nur halt mit Heckantrieb. Und die zweite Sperre ist die hintere Quersperre. Und die letzte sollte dann natürlich immer sein, die vordere Quersperre. Weil dann ist das auch fast nicht mehr lenkbar und darf natürlich wirklich nur eingesetzt werden, wenn es auch wirklich erforderlich ist, um auch keinen Schaden. So, der hat eine lufthydraulische Bremse. Das ist richtig. Das ist ein LKW-Fahrgestell in dieser Größe und dieser Klasse hat in der Regel immer eine Druckluftbremse. Ja, das stimmt. Nahverkehr, oder? Das ist hier eigentlich. Also wenn du es jetzt als LKW kaufen würdest, das wäre so ein Kühltransporter, wäre das Nahverkehr wahrscheinlich. Also das heißt eigentlich Verteilerverkehr, Ja. Also nicht für Fernverkehr können die Fahrzeuge, keine Frage. Aber in der Regel ist das dann der sogenannte Verteilerverkehr. So, wenn du mal bitte ausmachst, ein bisschen leiser, weil zurzeit haben wir nämlich hinten hier diese Platte drin und die hat überhaupt keine Schalldämmung. Nein, gar nicht. Wenn der später mal fertig ist, der wird wahrscheinlich einer der leisesten Ategos sein, die du je gehört hast. Der wird wahrscheinlich noch leiser sein wie deiner, ne? Naja, ob er leiser ist, weiß ich nicht, aber meiner ist schon extrem leise. Und selbst also meine Höchstgeschwindigkeit ist in der Regel 83 km/h auf deutschen Autobahnen. Und dann ist der extrem leise, also man kann sich super gut unterhalten, man kann auch leise Musik hören, man kann auch wirklich viele Stunden am Stück fahren, ohne dass einem nachher die Ohren klingeln. Also diese 83 km/h, sind das die 87 km/h Tacho? Ist das? Ich fahre tatsächlich, meine Reifen sind ein bisschen größer, als die Originalreifen gewesen sind. Deswegen ist der Reifenumfang dementsprechend größer geworden. Das stimmt, der Tacho. Ja. Genau. Und bei mir ist also Navi und Tacho exakt auf den Punkt genau das gleiche. Also bei mir auch, beim Sprinter jetzt. Ja. Es sind echte 83 km/h. Ich glaube, sonst wären es vielleicht wirklich 87. Die meisten LKWs fahren schneller. Das heißt, die fahren 3-4 km/h schneller. Das heißt, die überholen nicht laufend, oder wie? Ja, aber deswegen das ist ein Grund, warum ich mich für diese 83 km/h entschieden habe, weil es einfach eine tolle Drehzahl ist. Bei mir sind das im 6. Gang 1600 Umdrehungen. Also da passt der Kraftstoffverbrauch auch noch. Das sind Welten. Das heißt, du fährst 4 km/h schneller und da sind es direkt mal 2 Liter mehr oder so. Ja, aber ich bin freizeitmäßig unterwegs und wenn ich irgendwie eine Stunde länger brauche, habe ich ich habe alle Zeit der Welt. Also von daher, dann fahre ich lieber eine Stunde länger. Und ich möchte auch nicht wie an einer Perlenkette auf der Autobahn mit geringem Abstand den LKWs hinterherfahren. Ich habe es lieber, dass die schneller sind. Also du willst denen auch mal so ein Erfolgserlebnis gönnen, ja? Dass sie also nicht, dass sie schon mit 4 km/h und nicht mit 0,5 am nächsten Brummi vorbeifahren, oder? Ja, aber oft ist es dann so, dass ich sie in den Bergen, spätestens in den Kasseler Bergen, wenn sie nicht zu große Motoren haben,
bin ich dann meistens vorneweg. Darfst du 100 fahren mit dem? Nein. Also ich darf 80 fahren auf der Autobahn und 60 auf Bundesstraßen. 60 ist dann schon wirklich nicht schnell. Da fahre ich 65, aber wie gesagt, ich habe Zeit. Im Ausland, da darf man 100 fahren teilweise. Hast du das schon mal gesehen? Aber das ist, es betrifft dich nicht, oder? Ja, ich meine, in Frankreich darfst du als Wohnmobil 100 fahren. Ja, aber da gilt auch nicht das Überholverbot, weißt du das? Also wenn da Überholverbot LKW steht, für Wohnmobile ist nicht gedacht in Frankreich. Okay. Nein, habe ich so. Wissen viele nicht. Habe ich nicht gewusst. Aber ich möchte gar nicht schneller fahren und wie gesagt, ich habe Zeit. Schön. So, komm, wir gehen mal raus. Motor, ganz kurz, der Motor ist jetzt hier drunter. Das Fahrerhaus kann man abkippen, genauso wie deins, oder? Richtig, ist das auch hydraulisch da mit dem Rauf runter? Ja, ganz genau. Das muss also von Hand gepumpt werden. Ja. Sehr schön. So, dann unterhalten wir uns mal, was da so reinkommt. Maria, du nimmst mal gerade mein Mikro bitte. Oder am besten mal die Kamera. Sagen wir so nett. Maria, das Kamerakind. Nee, ich will nicht ins Bild. Dann kriegen die Leute einen Schock heute Morgen, ja. Es gab übrigens, das zeige ich mal gerade, das ist übrigens so mein Ladeequipment, wenn ihr mal sehen wollt, wie so Filme gemacht werden. Heute Morgen hat eure, ich nenne sie mal Köchin, weil du nennst sie auch Köchin, ihr habt eine eigene Köchin. Ja, genau. Die hat uns frische Pfannkuchen gebacken, so kleine Pancakes. Ja, so Pancakes, American Pancakes. Genau. Dann hat sie frisch gemacht, was ja auch sehr, sehr... Blätterteig, Blätterteigteilchen sind immer sehr beliebt, ob herzhaft oder süß, also das ist ein Suchtmittel, ja. So, und da hinten ist übrigens meine Ladearmada für Leute mal, wenn ich so Außenproduktion mache, damit ihr mal seht, mit wie vielen Ladengeräten ich hier anreise. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ladegeräte. Das sind die Kameraakkus, die drin sind. Dann hast du hier, das sind die Gimbal-Akkus, die aufgeladen werden. Hier vorne sind nochmal Kameraakkus. Das sind die Akkus für das Mikrofon. Das ist das hier unten dran, könnt ihr mal sehen. Also das ist die Funkstrecke, die wir benutzen. Dann hast du hier, das sind meine Kameralichter, die wir draufschrauben. Die sind von Bowling, davon habe ich 4 Stück insgesamt, die wir aufladen. Ja, und da habt ihr schon mal geguckt, ja, was ich alles hier so aufbaue, was da ist. Ja. Hast du schon mal gemacht, so Filmarbeiten, vorher in der Form? Genau, mit dem NDR, da wegen dem E-Krafter oder dem ersten E-RTW weltweit. Ihr habt einen E-Rettungswagen, der läuft auf einer Insel. Genau, auf der Insel Borkum, und das ist ein Kastenwagen. Also, ja. Ja, wir werden Folgendes sagen. Wenn jetzt jemand es drauf anlegt und ihr habt, ich sag mal, das Fahrgestell da, dann könnt ihr kleinere Fahrzeuge in 12 bis 16 Wochen bauen, ja, genau. Und die größeren, haben wir jetzt gemerkt, in etwas mehr. Genau. Und die Leute müssen nicht 3 Jahre warten. Müssen nicht 3 Jahre warten, nur diese Abstimmungen quasi. Und vorneweg, das dauert ein bisschen. Aber wenn alles klar ist... Ja, wenn alles klar ist, können wir eigentlich loslegen. Das habe ich ja gestern schon gesagt, mit dem Kofferbau eine Woche. Das haben die Leute vielleicht nicht gesehen im Video. Ja, deswegen Entschuldige. Mit dem Kofferbau eine Woche, und dann können wir eigentlich den Koffer schon bestücken. Ja, wir haben nämlich einen Drehmarathon hinter uns. Das ist so ein kleines bisschen, und hier haben wir was Besonderes. Aufgrund dessen, dass das Fahrgestell ja offen ist, darf der liebe Markus uns jetzt mal beschreiben, was das hier für ein Block ist in der Mitte. Also das, wo du gerade drauf hältst, das ist das Mittelgetriebe, Verteilergetriebe. Das heißt, vom Motor und über das Getriebe geht dementsprechend eine Kardanwelle in das Getriebe rein, und Verteilergetriebe, weil es letztendlich zu den beiden Achsen es verteilt. Also vom Mittelgetriebe, vom Verteilergetriebe geht dann eine Kardanwelle an die Hinterachse und an die Vorderachse. Muss die Kardanwelle an dem Punkt hier geschmiert werden eigentlich? Nein. Die ist wartungsarm, die braucht also nicht gefettet werden. Braucht nicht gefettet werden, das macht ja nichts aus? Nein, das macht ja nichts aus. Ist das ein Kugellager oder wie muss ich das vorstellen? Das kann ich dir gar nicht sagen, aber hier sind definitiv Lager drin, die funktioniert. Ja, das funktioniert. Okay, das ist klar. Also wenn ich es wüsste, bei meinem Auto bin ich ganz akribisch mit Fetten und Schmieren, aber... Brauchst du da nicht? Nein, da nicht. So an der Stelle. Der Vorteil ist natürlich, der hat per se, wenn der ja kommt, hat er immer einen Heckantrieb. Das hier ist jetzt ein Allradantrieb. Das ist aber, glaube ich, auch der Geländegängigkeit geschuldet, die das Fahrzeug später haben soll. Was hat man denn noch für Vorteile, wenn man... Ist das hier jetzt ein permanenter oder ein zuschaltbarer Alter? Nein, das ist in dem Fall ein zuschaltbarer... der kann die abschalten? Ja, ganz genau. Also grundsätzlich fährt man eigentlich mit dem Heckantrieb. Ja. Damit kommt man auch schon relativ weit. Ja? Und wenn man dann
merkt oder auch früh genug hoffentlich weiß, dass man jetzt in Situationen kommt, wo es wichtig ist, dass ich einfach eine bessere Traktion habe, dann muss man natürlich dementsprechend Allrad einschalten, vielleicht auch schon die zweite Sperre und aber auch natürlich die Untersetzung. So, jetzt gehen wir mal, ich krabbel mal gerade hier drunter. Das ist das hintere Differential oder was ist das hier? Richtig? Genau, wenn du gerade zu mir kommst. Da, hallo, hallo Markus. Hallo Sven. Grüß Kopf dich. aufpassen. Ja, ganz genau. Also da ist das Differential drin. Von der anderen Seite, also wir gucken jetzt vom Heck. Komm, wir gucken mal von der anderen Seite. Dann sieht man nämlich auch, das kommt aus dem Verteilergetriebe. Hier, dem Mittenverteiler kommt es hier drauf. Ja, ganz genau. Hier ist dementsprechend, hier geht die Kanonwelle in das Differential rein. Ganz So, genau. das Differential, was macht das für Laien, die keine Ahnung haben? Ich habe ja auch keine. Erzähl mal. Okay, also ich bin ja nur Tischlermeister und kein Kfz-Mann, aber ich versuche das mal weitestgehend zu erklären. Das Differential ist dafür, wenn ich jetzt in einer Kurve fahre, also angenommen, ich fahre in eine Linkskurve, dann läuft zwangsläufig das rechte äußere Rad schneller oder hat mehr Umdrehungen wie das innere linke Rad. Und das muss dementsprechend natürlich, die Möglichkeit muss bestehen, dass es das überhaupt kann. Und deswegen gibt es das Differential. Und wenn ich dann die Sperre einschalte, dann ist es quasi, als wenn ich eine durchgehende Achse hätte. Habe allerdings den Vorteil, wenn ich Traktionsverlust habe, weil ich vielleicht auf einer Seite auf Eis und Schnee stehe, auf der anderen Seite nicht, dann würde sich das eine Rad durchdrehen. Okay. Und das andere hätte aber keinen Vortrieb. Und damit Das ist wegen nicht, des Differentials. Das heißt, Genau. das gleicht das aus und sobald ein Rad durchdreht, komme ich nicht mehr vor. kommst du nicht mehr vorwärts. Ganz genau. Und dann kann man das sperren. Exakt. Und wenn ich das dann sperre, dann ist es wie eine durchgehende Achse. Und wenn ich jetzt alle 3 Sperren drinne habe, also sprich Verteilergetriebe, Hinterachse und Vorderachse, dann reicht es, wenn ein einziges Rad Traktion hat, um mich aus dieser Situation zu manövrieren. Rauszuziehen. Jetzt gibt es Ja. noch was Besonderes. Interessanterweise, es sieht identisch aus wie bei meinem Sprinter hier drunter. Also ich habe ja auch ein Verteilergetriebe, muss ich ja haben, geht ja gar nicht anders. Dann habe ich ein Differential hinten. Habe jetzt keine Sperren bei mir drin, muss ich sagen, da ist irgendeine Elektronik da, keine Ahnung, Kupplungen haben die mir erzählt, aber es sieht genauso aus. Und was ich auch toll finde, ich habe ja auch diese Federn drin und die sehen auch genauso aus. Die haben nämlich hier so kleine Blöcke drin, siehst du hier, mit denen die hochgehoben werden. Ist das die Erhöhung quasi, wie das realisiert wird? Oder Nein. da mit diesen Spangen? Siehst du unten diesen Block da, wo es aufliegt? Du meinst jetzt Den da, ja. den. Also das wenn er höher gelegt ist, okay. Der Rahmen und das Fahrwerk ist natürlich ein bisschen abhängig von der Gewichtsklasse. Und in dem Fall ist jetzt ein Federpaket mit 4 Lagen drin. Ja, also man sieht ja hier jede einzelne Blattfeder. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich dadurch, dass es ein 15-Tonnen-Fahrgestell ist, jetzt aber nur 12 Tonnen wiege, habe ich zu wenig Gewicht auf der Hinterachse gehabt und deswegen wurden bei mir andere Blattfedern eingebaut, um den Fahrkomfort einfach zu erhöhen, damit er einfach weicher ist, damit ich nicht jeden Schlag hart im Fahrwerk habe. Ja. Und dann verändert sich auch dieses Maß dort. Okay, das heißt, also wenn ich ihn höher legen will, könnte ich das mit den Das Blocken. stimmt, Ja, okay. das stimmt. Verstehe. Also die Bodenfreiheit ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, der niedrigste Punkt in der Mitte, also man spricht ja da, glaube ich, Rampenwinkel und Böschungswinkel. Der Rampenwinkel ist die Definition, ist wahrscheinlich hier das Verteilergetriebe, oder? Ja, das ist definitiv so, ja. Der Tank wird auch nicht tiefer sein. Der Tank, den wir drüben auf der anderen Seite gesehen haben, der wird ja dann dort montiert, wo jetzt original die Starterbatterien sind und der Originaltank. Die Batterien kommen nachher temperaturbedingt in den Koffer rein. Das heißt, da entsteht Platz und der kleine Tank wird ausgetauscht gegen den großen. Und ja, der wird aber nicht so tief sein wie das Verteilergetriebe. Warum nur ein Rad hin? Warum kein Zwillings? Okay. Es gibt Leute, die sagen, die möchten lieber mit einer Zwillingsbereifung fahren. Das Argument dafür ist, dass sie sagen, okay, wenn ich eine Reifenpanne habe, ja, dann kann ich ja noch auf dem einen Rad zumindest weiterfahren. Im Offroad-Bereich ist es allerdings besser mit einer Zwillingsbereifung. Erstmal fahre ich, wo die vordere Spur durchläuft, brauche auch nur noch nachher die hintere Spur durch, ja, und muss ich nicht nochmal einen neuen Weg schaffen. Punkt 1. Aber das Wichtigste ist, ich habe das jetzt auf Island mehrfach gehabt, ich war viel im Hochland unterwegs, sehr steinig. Die Gefahr, dass sich dicke Steine zwischen den Reifen
verkeilen. Ja. Das ist natürlich ein Riesenrisiko und die Gefahr, dass ein Reifen dann beschädigt wird, ist einfach zu groß. Wir können das ja mal gerade zeigen. Wir haben hinten an dem, habe ich gesehen, hier ist jetzt auch Zwillingsbereifung drauf, sehe ich jetzt gerade. Das heißt, du hast zwei Reifen, die sind entweder mehr oder weniger eng nebeneinander. Hier sind sie jetzt ganz eng und wenn da ein Stein dazwischen kommt, dann reibt der natürlich, der kommt da nicht mehr raus. Und der reibt sich die ganze Zeit irgendwann als Puff und dann sind zur Not sogar beide kaputt. Ja. Das ist richtig. Also die Gefahr, die Flanken der Reifen zu beschädigen, ist da extrem groß. So, du hattest in Island jetzt eine Reifenpanne. Da machst du ja, da sind diese Lavasteine, die sehr spitz sind, die sind da reingejagt worden. Dann war der Reifen kaputt. Kann man den noch flicken eigentlich? Nein. Also bei mir war es so, ich habe den Reifendruck gesenkt, weil ich dort halt viel Offroad gefahren bin und viel auf Piste auch und habe den Reifendruck dann teilweise bis auf unter 3 Bar gesenkt. Und dann war bei mir auf der einen Seite war die Flanke dreimal eingerissen durch scharfe Lavasteine. Die Flanke an der Seite? An der Seite, genau. Okay. Und das war nicht reparabel, also ich brauchte dann wirklich 9 Reifen und habe dann aber gleich 2 neue Reifen gemacht, weil ich auf einer Achse gleichmäßiges Reifenprofil haben wollte. So, jetzt hast du ja den Vergleich MAN, Mercedes. Geben die sich da viel eigentlich von der Fahrungsqualität? Nein. Von der Qualität gibt es da keine Unterschiede. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass der eine besser ist oder als der andere. Auch der Service ist innerhalb von Deutschland und von Europa ist das vergleichbar. Aber wenn man halt weiter weg möchte, also Übersee, dann ist man mit Mercedes meiner Meinung nach gut aufgestellt. Maria, wenn du jetzt einen Fuhrunternehmer hast, der hat zum Beispiel einen Fuhrpark mit DAF. Und kommt jetzt zum DAF-Fahrgestell an, ja, du wirst ihn ja nicht rausjagen, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Das spielt keine Rolle. Wir hatten jetzt letztes Mal ein Iveco Daily, hatten wir da. Wir hatten, das heißt, ihr baut, was die Kunden möchten. Ja. Gerne Mercedes, gerne auch alles andere. Das heißt, also natürlich. Jetzt MAN, kein Problem. Die Fahrgestelle tun sich alle nicht viel. Ja. Okay. Das ist eine wichtige Aussage, denn du sagst, wenn jemand ein Fahrgestell hat, 12 bis 16 Wochen, du stehst im Moment dazu, dann ist hier zum Beispiel ein Unimog, das könnte jetzt auch ein Fernreisemobil werden. Du sagst, ein Unimog ist ein tolles Auto, aber für Fernreisen, das ist noch Fahren wie früher. Ich glaube, kurz nach dem 20. Jahrhundert. Also ich sag mal, im harten Offroad-Einsatz gibt es wahrscheinlich nichts Besseres als ein Unimog. Hat in der Regel einen sehr kurzen Radstand. Ein Riesenvorteil sind natürlich die sogenannten Portalachsen. Das heißt, die Achse ist nicht Mitte Rad, sondern durch diese Portalachse ist das Ganze höher gelegt worden. Also wenn man mal hier drunter guckt, hier hat man keine störenden Differentiale, weder an der Vorder- noch an der Hinterachse. Also wenn wir uns das mal bei meinem Auto angucken, sieht das definitiv ganz anders aus. Ja, wenn ich das hier mal, das hier sind irgendwie so fast Halber Meter, ne mehr. 1,5 DIN A4 Blätter. Und wenn wir bei einer vergleichbaren Reifengröße. Die Portalachse, da ist, glaube ich, der Antrieb nicht in der Mitte, sondern der ist hochgelegt mit so einem Zahnradgetriebe. Ja, ganz genau. Wenn ich also das Rad habe, geht ja normalerweise wie beim normalen Fahrrad, das versteht, glaube ich, jeder, da geht die Achse, wir können es hier beim Sprinter gucken, ja, also hier ist es so, dass die Achse tatsächlich in der Radmitte ist, die Antriebsachse, und diese Portalachse macht es halt möglich, dass die Achse nicht dort ist, sondern ungefähr hier. Ja? Und das habe ich dementsprechend dann gewonnen. Und bei den großen Rädern natürlich wesentlich mehr Bodenfreiheit. Also ein schönes Unimog ist da schon unschlagbar. Ein schönes Detail ist, also wenn du jetzt einen Traktor hättest, den daneben stellen würde, auch ein etwas größerer, der hätte auch den gleichen Reifendurchmesser. Der hätte auch die gleichen Reifen, so ähnliche. Das sind richtige Schaufeln. Ja, also wenn man hauptsächlich im Abseits der Straße fährt oder wirklich derbes Gelände hat, dann sind diese Reifen sicherlich ratsam und empfehlenswert. Wer aber es wirklich als Fernreisemobil hat, auch viel in Europa unterwegs ist, ich glaube, der wird mit diesen Reifen nicht glücklich, weil sie auch wirklich sehr, sehr laut sind. Und der Kraftstoffverbrauch steigt auch dementsprechend. Und diese Fahrzeuge sind teilweise im Tagebau unterwegs. Das ist so, wo man also wirklich dann mal schnell auch mal Hilfe schaffen muss. Das sind jetzt extremste Fahrzeuge, können aber auch eingesetzt werden. Man sieht es hier oben an den Schnorcheln. In extremen Hochwassergebieten, die ja eventuell kommen. Also das wird hier auch von
Emmat Fahrzeugbau gebaut und die Koffer, die hier auf denen drauf sind, das sind die gleichen identischen Koffer mit einem Unterschied. Die haben innen Aluminium, diese Koffer, und beim Reisemobilbau haben sie zweimal GFK. Das ist richtig. Also die ganze Erfahrung vom Kofferbau aus den Rettungsfahrzeugen, wo auch Crashtests gemacht wurden oder zertifizierte Crashtests, diese Erfahrung ist in den Bau von den Reisemobilkoffern übergegangen. Und ja, der technische Unterschied ist, dass bei den Fahrzeugen wie bei mir Innen- und Außen GFK ist und bei den Rettungsfahrzeugen ist auf der Innenseite Aluminium. Ja, und was mit hinzukommt, die Türen sind auf Wunsch, und das würdest du sagen, wenn man in sehr kalte Gebiete geht, sogenannte warme Türen. Das heißt, die haben in der Mitte ein Isolierungsprofil, wie man das kennt von Fenstern zu Hause. Genau, der Unterschied ist ja, in einem Rettungswagen wird in der Regel nicht gewohnt. Ja? Also da geht es nicht darum, dass ich keine Kältebrücken habe, aber bei einem Fernreisemobil, wo man teilweise Monate oder auch Jahre lang drin lebt, auch unter widrigen Umständen, also auch extrem kalte Bereiche. Das ist eine sogenannte thermisch getrennte Tür. Das heißt, ich habe eine Außenlage, von hier kommt also die Kälte. Hier ist eine isolierte Lage, das heißt, es gibt keine Kältebrücke, keine Verbindung von innen nach außen. Und dadurch habe ich so gut wie keine Tauwasserbildung auf der Innenseite. Sag mal, hier Reifendurchmesser ist ja ein wichtiges Thema für Geländegängigkeit, damit du nicht stecken bleibst, ja, weil einfach die Auflagefläche, hier sieht man es sehr schön, sehr groß ist im Moment. Jetzt hast du normalen Reifendruck, du sagst aber, wenn du so richtig schaufeln willst, dann gehst du mit dem Druck ein bisschen runter. Naja, was ich schaukeln will, wenn ich dementsprechend Traktion brauche, durch das Reduzieren des Reifendrucks verlagert sich oder vergrößert sich einfach die Aufstandsfläche des Reifens. Ja, und das bringt richtig viel. Ja, also wer das noch nie ausprobiert hat, der sollte das mal machen, sich ein bisschen rantesten. Also ich kenne es vom Mountainbike, wenn da der Luftdruck, ich fahre da mit 0,8 Bar ohne Schlauch, also schlauchlos. Und da kommst du überall durch. Das ist der Hammer. Also bei den normalen Felgen, das sind ja jetzt keine Beadlock-Felgen oder auch keine zweigeteilten Felgen, kann ich nicht zu weit runtergehen, weil dann einfach die Fahr gerade an der Vorderachse ist, dass mir der Reifen von der Felge springt. Also wenn ich mit zu geringem Reifendruck fahre, muss ich darauf achten, dass ich nicht zu enge Kurven fahre, weil sonst schiebt er über die Vorderachse und dann ist die Gefahr, dass der Reifen von der Felge springt, einfach zu groß. Ich verweise auf ein 3-Stunden-Video, was wir heute am 28. veröffentlicht haben. Da wird dein Fahrzeug genau beschrieben. Jetzt geht es aber um die Details. Also guckt euch dieses Video bitte mal an. Es war sehr lang, aber es ist auch so, wenn du hier Leute empfangen würdest und würdest denen mal erklären, wie wird das hier gebaut, ich glaube, dann bist du auch 3 Stunden unterwegs. Ja? Weil wir haben alles gezeigt, von der Fertigung bis auf die Lackierung, die machen wir heute noch. Mal ein eigenes Video zu. Zeig mir den Grundriss. Also das ist, dass man das mal sieht, wie das Ganze. Weißt du was, wir stellen es mal gerade ins Licht da vorne hin, dann haben wir es ein bisschen besser zum Filmen. Wir sind bei Emmat Fahrzeuge in Lingen. Lingen liegt in Emsland. Ich hätte fast gesagt in Westfalen. Aber wir sind hier, das Bundesland Nordrhein-Westfalen? Nein. Niedersachsen. Niedersachsen. Ist das mit dem Pferdchen? Ja. Okay, ich verstehe. Es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die auch für die Größe des Koffers die davon abhängig sind. Und genau, wenn du es mal gerade da vorne hinlegst, dann kann ich es ein bisschen besser filmen. Dann habe ich nämlich hier eine kleine Werkbank, die uns ganz krank, ja, ihr habt eine durchgehende Werkbank. Ja. Von vorne bis hinten. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, ich habe schon viele Werkstätten gesehen, aber das ist schon wirklich was Besonderes, das stimmt. Ja, aber weil Fahrzeuge nebeneinander stehen und so dann auch die Teile hier vorne abgelegt werden können, um dann... Aber durchgehend, die ist circa 100 Meter lang, die Werkbank. Naja gut, dadurch, dass wir hier Tischler haben, bauen wir natürlich für uns selbst. Haben wir mal eben gemacht. Aber ja, das kostet alles Geld hier. Ja, ist doch leider. Okay. Leider. Gut, ihr macht Rettungswagen, seid bundesweit bekannt für eure, ich sag mal, Fertigungstiefe und Technik. Ja. Und hier sieht man das, Kunde kam an, ihr habt eigene Konstruktionsbereiche. Ja, das sind Zeichnungen, die haben wir aus dem Portal, aus Bauerportal uns heruntergeladen. Das ist das Fahrzeug. Für dieses eine Fahrgestell, genau. Die Zeichnungen, die wir anfertigen, sehen dann so aus.
Die ersten Entwürfe halt, ne? Ja, genau. Die sehen dann so aus, da sieht man auch den doppelten Boden, da sieht man die Garage. Kleine Frage, sind das noch Kinderzeichnungen, sind die schon bemaßt? Sind die schon? Die sind hier noch nicht bemaßt, aber man kann jederzeit diese Zeichnungen innerhalb weniger Minuten bemaßen und dann dem Kunden natürlich auch dann zur Verfügung stellen. Da gibt es unterschiedliche Schnitte, die das Programm macht und also man könnte von einem Fahrzeug So, und das 50 Schnitte machen und der Kunde wird dann jedes Mal wissen können, wie denn, ja, hier sind Da sind die Maße schon drin. zum Beispiel, genau. Ich darf mal ganz kurz, wenn du gerade nochmal zurückmachst, bitte. Machen wir einmal zurück. Dann sieht man, ihr habt den in der Mitte durchgeschnitten. So, und das ist wahrscheinlich die Beifahrerseite? Genau, wir gucken jetzt also von der Fahrerseite, wir haben ja nur den halben Aufbau, wir gucken von der Fahrerseite auf die Innenseite der Beifahrerseite. Und das, was wir jetzt sehen, sind Entwurfszeichnungen, das sind keine Ausführungszeichnungen, das ist ähnlich wie beim Hausbau. Das heißt einfach, um dem Kunden mal anschaulicher rüberzubringen, wie es aussehen kann und einfach auch als Kalkulationsgrundlage. Man muss ja auch erstmal einen Preis kalkulieren können, um zu sagen, was wird so ein Fahrzeug überhaupt kosten. So, zeig mal, die Tür ist links, da gibt es eine kleine Sitzbank. Genau, also hier ist letztendlich von der Innenseite, ich hoffe, das kann sich jeder vorstellen, ist der Eingang. Hier wird eine Sitzbank sein, hier wird auf der Beifahrerseite ein Bad sein, Toilette mit Dusche und hinten dementsprechend ein Bett, ein Doppelbett, wo man allerdings dann quer schläft. Und eine Garage. Naja, eine Garage wird es unter dem Bett geben, da wird man jetzt kein Fahrzeug reinstellen können. Ja, ich meine aber jetzt ein großer Stauraum ist da drin. Ja. Ein sehr großer Stauraum, ganz genau. So, sehr schön. Das ist die andere Seite jetzt, das ist die Fahrerseite. Genau, das ist jetzt von der anderen Seite gesehen. Wie gesagt, der Kunde orientiert sich sehr an meinem Fahrzeug, dem Radstand geschuldet. Kann der Koffer aber, oder muss er 40 Zentimeter kürzer sein als mein Koffer, der ist bei mir 6 Meter. Das sind Welten, 40 Zentimeter, muss man sagen. Ja, das stimmt, aber die Aufbaurichtlinien für dieses Fahrzeug besagen, dass der Überhang, sprich von Mitte Hinterachse bis Ende Koffer, maximal 65% sein darf. Und da ergibt sich eine Kofferlänge von 5,60 Meter. Also müssen irgendwo 40 Zentimeter eingespart werden. Und da haben wir einfach mit dem Kunden gesprochen, wo kann er am ehesten was drauf verzichten. Also die beiden haben zum Beispiel gesagt, 10 Zentimeter am Bett ist kein Problem. So, jetzt ist ja die Frage, warum macht man jetzt hier keinen Alkoven rein? Würde das so hoch werden? Oder? Ja, definitiv. Also bei so einem Fahrzeug, wenn man mal das vergleicht mit meinem Fahrzeug, was daneben steht, ich glaube, da kann man es ganz gut sehen. Ich habe jetzt eine Höhe Oberkante Koffer bzw. Oberkante Astabweiser von 3,80 Meter. Ja, aber würde ja noch gehen. Also Ja. wenn sich einer so ein bisschen, ich meine, ist eng, aber geht. Ja, aber was man nicht vergessen darf, wenn man Fahrzeuge mit einem Alkoven sieht, dann ist das ja in der Regel so, dass das Fahrerhaus und der Koffer fest miteinander verbunden sind. Aber ein Fahrzeug dieser Länge... Ach, das verwindet sich enorm, oder? Ja, darauf wollte ich gerade hinaus, genau. Also diese Fahrzeuge haben eine sogenannte Vierpunktlagerung und diese sogenannte Achsverschränkung. Das heißt, wie weit sich die eine Achse in die eine Richtung und die hintere Achse zum Beispiel in die andere Richtung verschränkt. Heißt also quasi ist eine Achsverschränkung. Die ist enorm. Du hast mal, ich glaube, Videos gemacht, Ja, ja. wo man sieht, wie das arbeitet, Ja. oder? Ich habe in Island Videos gemacht, wo ich eine GoPro an der Seite des Fahrzeugs hatte. Und das sieht schon ganz extrem aus. Das heißt, das kann sogar sein, dass dieses Bauteil hier, dass das, ich sag mal, 20 Zentimeter tiefer ist oder so. Ja, tiefer. Es drückt sich dementsprechend nach außen, aber ich brauche nur auf einem schlechten Untergrund stehen und dann sehe ich einfach schon, dass das Fahrerhaus teilweise um 10 Zentimeter zur Seite rückt. Und deswegen brauche ich ja auch den Abstand zwischen Fahrerhaus und Koffer, weil diesen Faltenbalg, den ich habe, der muss eine gewisse Menge an Material haben, um diese Achsverschränkung überhaupt aufnehmen zu können. Ja? Und wenn ich also eine große Verschränkung habe bei einem weichen Rahmen, dann reicht es nicht, wenn ich hier nur 5 cm Abstand habe. Ja? Also wenn ich so viel Material habe, dann kann ich das nicht auf so einem Platz unterbringen. Das funktioniert einfach nicht. Okay. So, dann, es ist ganz viel Information. Aber die Leute, die sich sowas kaufen, die haben ja oft, es gibt ja viel von der Stange. Ich gehe zum Händler und da stehen sie schon und so. Das ist was anderes. Also wir reden ja hier über individuellen Bau. Kann man hier eigentlich diese Aufnahme, diese Pendelaufnahme sehen hier bei dem hier schon? Nee, bei dem roten?
Nein. Die Bei meinem Auto. Die Lagerung, die kommt noch, oder? Ja. Warte die ist noch mal, nicht du fertig. guckst mal gerade, geht's oder denkst du? Warte, ich schau mal gerade. Das heißt, die wird von euch dann eingebaut, oder wie? Ja, Maria? genau. Die Lagerung ist noch nicht fertig. Da sind wir im Moment in der Konstruktion. Beim Markus. Ja, kann warte. man das- Also ein Fahrzeug dieser Größe, also jetzt ein Koffer von 6 Meter, hat in dem Fall eine sogenannte Vierpunkt- oder auch Rautenlagerung, so wie sie auch genannt wird. Ob es nun eine 3- oder 4-Punkt-Lagerung ist von der Fahrzeuglänge und von der Kofferlänge abhängig. Vorsicht, Kopf. Wenn ich jetzt einen Unimog hätte, der dementsprechend einen Koffer hat von vielleicht nur 4 Meter, maximal 4,50 Meter, dann reicht auch eine 3-Punkt-Lagerung, aber bei einer Fahrzeuggröße dieser Art brauche ich dementsprechend eine 4-Punkt-Lagerung. Das heißt also zum Verständnis, ich habe vorne und hinten am Koffer eine querliegende Wippe, die man hier, glaube ich, ganz gut sieht. Ja, Und guck mal mit. wenn wir hier mal reingucken, so, da sieht man sie, ja. Dann habe ich letztendlich auf beiden Seiten des Leiterrahmens noch solche Längswippen. Und Okay, der kann und darf wippen. der muss wippen. Das geht einfach darum, dass ich diese extreme Verschränkung, Achso, dass die Räder am Boden bleiben, oder? einmal das, dass die Räder, dass ich immer wieder Traktion habe und dass definitiv keine Kräfte in den Koffer gehen. Das heißt, der Rahmen darf sich verwinden in alle Himmelsrichtungen, aber keine Kräfte dürfen in den Koffer, weil sonst Oder würde wenig Kräfte, oder? keine. Keine. Der Weil Koffer sonst, liegt frei. ja. Also egal, was der Rahmen darunter macht, und ich habe das jetzt in Island gesehen, wie extrem das sein kann. Deswegen bin ich immer der Meinung, oft wird gesagt, dass Kunden der Meinung sind, denen reicht eine sogenannte Federlagerung. Ja, die kann nicht so viel wie eine 3- oder 4-Punkt-Lagerung, weil sie der Meinung sind, die machen das nicht, die brauchen das nicht. Ich bin jetzt heute der Meinung, dass man, wenn man losfährt, noch gar nicht weiß, was einem vielleicht auf der Reise alles begegnen wird. Dass So, man jetzt. es vielleicht doch braucht. Ich habe einen großen Test, habe ich vor. Hast du einen Drucklufthorn zufällig in der Nähe? Ja. Okay. Geh mal bitte rein. Wir werden nämlich das vom RTW. Ich wollte noch den Herrn Erlang Ach so. als Sachverständigen. Hi. Hallo. Grüß dich. Wir haben ein großes Video mit dir Wir haben gemacht uns gestern. gestern schon gesehen, ganz Du genau. wolltest was sagen? Ja, er stand die ganze Nein, Zeit ich hab daneben. ganz einfach Nein, er Interesse- stand die ganze Zeit daneben und hat dann genickt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann er etwas dazu sagen, weil er solche Fahrzeuge auch abnimmt. Also ich kann das nur unterstützen, was eben schon gesagt wurde. Ich bin auch der Meinung, man weiß nicht unbedingt, was auf einen Du bist Ingenieur, muss man sagen. Ja, Aus dem ich bin- Kfz-Bereich. aus dem Kfz-Bereich und insofern, ja, also die Federlagerungen sind gefährlich, immer dann, wenn das Fahrzeug sich stärker verwinden muss. Und irgendwann ist die Verwindung einfach durch den Hilfsrahmen der Kabine eingeschränkt und dann hebt das Auto trotzdem mal ein Bein. Und das will man natürlich im Gelände total vermeiden. Ne? Komm, ich zeig mal gerade dein Schätzchen, auch von deinem. Ist es drinnen, draußen? Ist er weit weg? Steht er draußen? Oder? Nein, wir stehen auch noch in der Halle. Steht auch noch in der Halle. Ihr habt nämlich heute Nacht hier gepennt, oder? Nee, ihr wart im Hotel. Nein, wir waren im Hotel. Hast gedacht, einmal willst du das mitnehmen hier in Lingen, oder? Nein, So, ich zeig's mal gerade. Da vorne ist übrigens der Chef der persönlich. Chef des Hauses, genau. Alexander, guten Morgen. Guten Morgen. Geht's dir gut heute Morgen? Ja, ja, alles gut. Alles Man muss sagen, deine Tochter macht das klasse. Die ja, ist, ja, ich weiß, deshalb habe ich, dass sie das auch machen soll. Ja, und so weiter. du bist auch Ingenieur, oder? Ja, ja. Ja. komm, wir lassen Das ihn. Wort habe ich doch. Das letzte Wort hat er. Das ist dein Auto. Das ist mein Auto. Ein Vario 816. Richtig, aus dem Baujahr 2007. Der ist hier aufbereitet worden, Fahrtüchtigkeit wiederhergestellt, allerdings da brauchte nicht viel gemacht zu werden. Der hatte nachweisbar 17.000 Kilometer, als die Firma Emmert den Wagen in die Hand bekam. Haben wir ein großes Video gemacht. Uns haben wir alles erklärt. Sag mal, hat der auch einen Pendelrahmen? Der hat keinen Pendelrahmen, der hat einen Federrahmen, aber Also der ist limitiert auch, dann, oder?
Der ist limitiert, aber die Geländefähigkeit von einem Vario ist auch nicht so stark, dass man tatsächlich sich so stark ins Gelände traut wie mit dem Artego. Habe ich oft gesehen, dass die Leute mit den festen Rahmen dann zum Beispiel an bestimmte Verschränkungen schräg anfahren, dass die das ganz anders meistern, weil dann ist das fahrerische Können auf einmal gefragt, oder? Natürlich, also das ist so und so im Gelände stark gefragt, und wenn man schräg an eine Böschung ranfährt, das ist natürlich Hardcore für den Rahmen. Ja. Und wenn du dann eine 4-Punkt-Lagerung bzw. 3-Punkt-Lagerung hast, dann kriegt er die Verschränkung auch hin. Das haben wir nämlich gemacht, um einfach mal zu zeigen, ob Differentiale funktionieren. Dann sind wir mal so quer drüber gefahren, dann hat, glaube ich, nur noch 2 Räder waren am Boden und der Rest war irgendwie... Das ist allerdings schon künstlerhaft, nur 2 Räder an den Boden zu kriegen. Habe ich gefilmt, ja. Ja, super. Ja, gut, aber kurz, muss man sagen, das wippt dann so runter, das Ja, war genau. eine Bodenwelle, wo wir drüber sind. Vielleicht hast du auch das Video gesehen in England, wo sie eine Straße gesperrt haben, die standen da alle vor und dann kam auf einmal der Mini und der hat es dann geparkt oder so. Nein, das habe ich oder nicht ein Land Rover war es, gesehen. irgend sowas, ja. Hatte ich nicht So ein gesehen. Spielzeugauto. Gut. Vielleicht dazu. Gut. Guck mal gerade, die machen das gut hier. Die machen das sehr gut hier. Du bist auch Kunde, muss man sagen. Ja, ich bin auch Kunde aufgrund des Besitzes des Varios. Ne? Ja, aber hat zu dir gesagt, komm, wir machen mal Videos, damit wir die Firma Emmert mal bekannter machen. Ihr seid ganz großer Ausbauer. Das Thema Wohnmobile macht ihr jetzt schon wie lange? Oder Reisemobile? Seit 3 Jahren. Das ist eine ganz ehrliche Aussage. Seit 3 Jahren unterwegs sind von uns im Moment 6 Fahrzeuge. Deswegen, also wir haben eigentlich eine ganz gute Bilanz. Und du hast die Kapazität, und das ist jetzt kein Witz, du kannst bis zu 100 Fahrzeuge im Jahr bauen. Das würde gehen. So, und noch mehr. Und das war einer der allerersten. Und wenn man den sieht, guckt euch das Video an. Da hattet ihr quasi noch keine Erfahrung von Reisemobilen und habt ein Reisemobil auf die Strecke gestellt, lieber Markus, wo du sagst, das sieht aus, als hätten die schon 30 Jahre Reisemobile gebaut, oder? Das ist in der Tat so. Also durch die Erfahrung halt der gewerblichen Fahrzeuge ist es einfach ein ganz tolles Fahrzeug geworden, das stimmt. Das heißt, die bauen Reisemobile, 60 mm Wandstärke, Koffer, die sich nicht verbinden müssen, weil sie es eben können aus diesem, ich sag mal, extremen Feuerwehrbereich, wo ja Offroad ist da ja normal. Weißt du, es ist ja nicht zur Freizeit. Genau so ist das, und deswegen wiederhole ich mich nochmal, das, was ich im gewerblichen Bereich, was tagtäglich unter widrigen Umständen genutzt wird und wo dann auch, ich unterstelle Ihnen das mal, nicht so pfleglich mit umgegangen wird, wie es vielleicht der Eigentümer Auch verschiedene macht. Fahrer, muss man sagen. Da sind Schichten drauf. Ja, gar keine Frage. Und vor allen Dingen, die haben die Fahrzeuge nicht selber bezahlt. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied mit seinen eigenen Da Sachen. unterstellst du aber jetzt den armen Rettungswagenfahrern, die gehen doch immer pfleglich mit dem A3er nochmal. Nicht immer. Es ist auch die Rückmeldung aus dem Rettungsdienst, dass tatsächlich sind auch viele junge Leute. Viele junge Leute mit den Türen zum Beispiel nicht so pfleglich umgehen, mit den Griffen. Kannst du einmal bitte die Tür mal zumachen, weil das ist so ein Konzert. Und die Leute hassen mich dafür, weil ich bin so ein Soundfetischist, was so Türen angeht, ja. Das ist natürlich eine sehr massive und sehr schwere Tür. Also diese Profile könnte man wahrscheinlich auch im Haustürbereich... Der Handlauf ist aus Edelstahl. Ganz genau, der ist Edelstahl und der ist überlackiert. Wie gesagt, thermisch getrenntes Aluminiumprofil von der Firma Schüco, hat 4 Edelstahl-Scharniere. Ich bin ein großer Freund von, gerade wenn man viel Offroad fährt, sind einfach doch auch Kräfte, die wirken. Wenn man Wellblechpiste fährt, das sind große Erschütterungen, und durch diese ständige Vibration kann es auch passieren, dass sich eine Tür setzt. Ja? Und, Gut, du bist ja Schreiner, du kennst das ja. Genau, als Tischlermeister kenne ich mich damit ein bisschen aus, reise auch schon ziemlich lange. Von daher weiß ich, dass 4 Scharniere definitiv besser sind als 2. Ja? So, wir machen nämlich gleich mal... Also man braucht die auch gar nicht mit Gewalt zu schlagen. Ja, ich mache die in der Regel eigentlich nur So, jetzt werden wir mal einen Härtetest machen. Maria, bist du bereit? Kannst du uns, hast du hier einen Gehörschutz oder sowas da? Jetzt auf Anhieb nicht. Nicht? Dann müssten wir die Halle wechseln. Aber Die Halle wechseln. Was wollen wir denn machen? Wir machen mal einen kurzen Cut. Wir schneiden das Video jetzt mal. Bis gleich. Bleibt dran. Ich verrate dir mal nicht, was wir wollen. So, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Hallo Maria. Ja, hallo. Wir haben einen kurzen RTW geholt, einer von den 70 Stück, die ihr gebaut habt. Der hat bereits einen Warnbalken oben drauf mit Martinshorn sogar und einer normalen Sirene. Genau. So, jetzt machen wir mal die normale Sirene an. Bitte mal die normale Sirene.
Laufen lassen. Lass Ruhe. Jetzt machen wir alle Fenster zu. Über dir. Mal zu. Das ist der Hammer. Ja, das ist wirklich toll. Da draußen die zu 140 dB. Ja, das ist wirklich klasse. Also wirklich merklich und deswegen ist es überhaupt kein Problem, wenn man mal irgendwo im Gewerbe vielleicht mal über Gewerbegebiet übernachten muss oder auf der Autobahnraststätte. Da kriegt man hier drinnen nicht viel von mit. Das stimmt wirklich. Also die Wände und die Fenster in Kombination ist super klasse. Toll. So, jetzt haben wir den Leuten noch so einen Schluss machen. Okay. Das ist ja irre laut. Wenn du überlegst, das war jetzt das Maximum, was geht. Ja. Und wir konnten uns auf einmal drin wieder unterhalten. Ja, das ist wirklich, das ist toll. Das ist richtig. Unter solchen widrigen Umständen hat man es ja relativ selten. Ich meine, das ist auch der Sinn der Sache, dass man das letztendlich hört, ja, wenn die das einschalten. Aber die normalen Geräusche, was so im Alltag draußen auf der Straße passiert und so, was man hört, das kriegt man innen drinnen nicht viel mit. Das ist unglaublich, wie laut das Martinshorn ist. Ja. Das ist unvorstellbar. Es soll ja auch so laut sein. Ja, das ist ja klar, das ist der Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache. Die fahren in Berlin, muss man sagen, da ist mit der normalen Sirene, kommen die nicht weit. Wenn die das Martinshorn anmachen, dann kriegen die... Genau, dann werden die erst gehört. Das heißt, auch Stereoanlagen, die werden dann nicht mehr so deutlich. Das war jetzt ein Extremtest. Die KCT-Fenster und die Dämmung und alles, das ist so leise gewesen. Ja. Ich wäre jetzt gerne mit drin gewesen. Der Hammer ist, wir konnten uns unterhalten, ganz normal. Okay, super. Also dann spricht das ja für uns. Ne? Ja. Das ist ja so ähnlich wie gestern mit 4 Personen an den Trittstufen. Also manchmal, wir machen ja diese Härtetests nicht jetzt hier mit 4 Personen draufstellen und einfach mal wippen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das hast du gut gemacht, muss man fairerweise sagen. Machen wir einen Cut. Maria, ich hab eben schon gedacht, er wäre hier Schwarzarbeiter oder so. Nein, er spricht, weil du wolltest nicht, dass er gefilmt wird, er spricht nur Polnisch und Russisch. Du sprichst auch Russisch? Ja. Warum sprichst du Russisch? Wir sind Aussiedler, genau. Okay. Wir sind Aussiedler zugewandert. Das ist ja praktisch Russlanddeutsche. Als Russlanddeutsche nach Deutschland in den 90er Jahren, also 1990. Du bist hier geboren? Oder so? Nein, ich bin hier nicht geboren, ich bin hier mit 12. Oh, jetzt können es auch alle ausrechnen. Saugut Deutsch sprichst du? Oma noch Deutsch gesprochen? Ja, okay. Oma zu Hause, Eltern, aber so ein Russendeutsch. Also. Das ist wirklich so, also das ist nicht irgendwie, dass ihr jetzt reinkommen seid, sondern ihr wart deutsche Wurzeln mit allem drum und dran. Meine Frau ist ja auch praktisch Deutsch-Polin, so ist es, aber kann man so nicht sagen, also das sind im Prinzip Deutsche, die in Polen gelebt haben. Die in Polen gelebt haben, die da auch, also Russlanddeutsche sind ja auch nicht ganz unbekannt. Da gab es 2 Millionen von Menschen, die dann in den 90er Jahren nach Deutschland... Er ist aber polnischer Pole, oder? Er ist polnischer Pole, ist Elektriker hier. Was ich gesagt habe, er ist polnischer Pole. Habe ich gehört, ja. Das ist so geil in Europa, spielt es gar keine Rolle mehr, wo du herkommst. Ich weiß, ist er guter Elektriker? Ja, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Jakob ist spitze. Genau, wenn ihn gerade mal fragst, ob er Spaß gehabt hat bei der Sirene. Тебе нравилось включить сирену? Ja, hat er gesagt, das weiß ich auch. Da heißt ja. Oder Tak. Tak. Wenn er mal gerade sagt, wie er die Firma findet auf Polnisch. Also wenn du ihm mal sagst, also was ihn bewogen hat, hierher zu kommen. Расскажи немножко про нашу фирму и как тебе здесь нравится. Tutaj w firmie naprawdę mi się podoba, ludzie sympatyczni, ogólnie miła atmosfera, cieszę się, że tu pracuję w ogóle, że poznałem tą pracę i mam możliwość tutaj spełniać swoją
Krass, ich habe alles verstanden. Ja, Polnisch ist so einfach. Ja, gut, ist sehr, sehr russisch ähnlich. Ja, ist krass. Ja. Aber Nein, er spricht auch fließend Russisch eigentlich? Fließend nicht, aber wir können uns sehr, sehr gut verständigen. Ja. Es ist oft so, dass, also er ist übrigens ein sehr, sehr guter Elektriker, den wir hier gestern auch, angesprochen haben und gefragt haben, ob er ein bisschen länger bleibt und ob er hier uns Da hat er sofort gesagt, was kriege ich dafür, hat er gefragt, oder? Nee. Ich glaube, der hat heute nicht mal eingestempelt. Ist so. Also ist ja auch Freizeit, muss man sagen, im Moment hier. Das hier ist ein Rieseneck, dass wir heute Dreharbeiten haben. Viele kommen gerne und gucken. Ja. Das ist also auch so ein Ding. Aber das ist das Bauen, wenn du mal fragst, das Bauen von diesen Feuerwehrfahrzeugen, das ist bestimmt so ein Jugendtraum, so ein kleiner als Elektriker, oder? Тебе нравится строить такие машины? Tak. Bardzo lubię pracować. Wcześniej jak w Polsce pracowałem tak samo w podobnej firmie. Dla mnie to już jest pasja po prostu wykonywać takie pojazdy, instalacje, ogólnie. Wenn er ab und zu mal Autos sieht, ich meine, ihr baut ja hier extrem hart, ja, muss man sagen, also für die Ewigkeit. Ist er das gewohnt gewesen? Frag ihn mal. Also so zu bauen? Да. Ты всегда это тоже знал от других фирм, что так хорошо строят или мы как-то особо строим? Nie wiem jak się powiedzieć na ten temat, ale takiej drugiej firmy jak tutaj na pewno nie znajdziemy ani w Niemczech, ani w Polsce. Okay, ich verstehe. Also das hat er so nicht gehabt, Das oder? ist bisher keine Firma. Okay. Krass. Du sprichst auch Polnisch, bisschen? Das Einzige, was ich sagen kann, ist Dzień dobry, sprich guten Tag. Das ist das Einzige, was ich kenne. Aber ich habe im Laufe der 3 Jahre, wo ich jetzt hier Kontakt zu der Firma Emmert habe, viele Mitarbeiter kennengelernt und auch schätzen gelernt. Also es sind wirklich tolle Handwerker und die sind einfach alle gut drauf und extrem freundlich und hilfsbereit. Also man sieht ja Die Firmenkultur krass, oder? Ja, man sieht ja auch keinen, der hier mit schlechter Laune oder grimmigem Gesicht durch die Gegend läuft. Also wirklich sehr stimmig. Also auch für den Kunden sehr angenehm. Ja. Cool. So, jetzt hast du das beste Lob der Welt bekommen. Also wenn man jetzt Interesse hat, man möchte quasi bei euch was kaufen, wie geht man vor? Man kommt hier nach Lingen oder man schreibt eine E-Mail? Man schreibt eine E-Mail am besten. Also anrufen ist immer so ein bisschen nichtssagend. Also am besten eine E-Mail. Was will man, was möchte man? Ein Dreizeiler erstmal. Also genau. Am besten Rückrufnummer rein. Genau, ja, am besten das. Oder was hat man für ein Fahrzeug? Welcher Ausbau soll drauf und so weiter. Also eher kurz und knapp und wir melden uns und nehmen dann Kontakt auf und werden dann auch schauen, ob... Ja, die Leute lieben dich, weißt du das? Wir haben das erste Video gesendet, Gott, das zweite Video gesendet. Die Leute finden dich so geil, weil du wenn du ihn mal gerade fragst, ob er schon mal eine Frau gesehen hat, die so viel Ahnung hat von Autos. Komm, Ты встречался с женщинами, которые столько много знают про машин? Еще раз. Ты знаешь других женщин, кроме меня, которые столько много знают про машин? Nie, to nie znam. Er ist einfach verlegen, also du fragst ja Fragen. Ja gut, du bist ja auch noch die Tochter vom Chef und so weiter, aber genau. Was hier ziemlich cool ist, ich sag mal, Facharbeiter zu finden, ist ja echt sau schwer. Und dann kriegst du noch aus einem Land, das ja mittlerweile zu den Hochlohnländern gehört, Polen. Also du musst ja schon weitergehen nach Weißrussland und irgendwann bist du mal in China, um überhaupt noch Leute zu kriegen, die überhaupt zu kriegen, die Fachkräfte, die so gut sind. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber oft kennen die sich und können dann einander so ein bisschen anwerben. Du weißt, warum ich das jetzt gemacht habe, auf Russisch und Polnisch? Ja, wieso? Ja, weil wenn das einer sieht und die Russen und die Polen, die haben einen unglaublichen Nationalstolz, anders wie hier. Ja, die Kommentare kommen dann in russischer und polnischer Sprache. Also Polen und Russen, die haben Familie mit dabei, die feiern zusammen. Das ist ein ganz anderes Familienleben wie hier, habe ich so das Gefühl. Und wenn die das sehen, die finden das, glaube ich, total genial, wenn also ihre Landsleute hier bei so einer tollen Firma in Lingen arbeiten, oder? Ja, klar. Also es gibt auch viele Firmen, die Einwanderer gegründet haben. Das ist ja auch eine Riesenleistung, die so im Leben passiert und die wird zur Seltenheit
anerkannt. Du weißt, dass du ein Riesen losgezogen hast, damit dass du Russisch sprichst? Weil das ist voll die Trendsprache, das wird kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, viele Leute haben oft ist es so, dass ich dann angesprochen werde und gefragt werde, wie und was und so weiter. Und das ist eher umständlich. Also ehrlich gesagt, für mich ist es eher umständlich, jedes Mal erklären zu müssen, auch den Kunden teilweise erklären zu müssen, woher kommt man, welchen Background hat man, gut, jetzt haben wir es ja erzählt. Dies und jenes. Naja, gut. Ja, einfach ein QR-Code mit Einsprungsadresse. Ach so, ja. Okay. Auf die Visitenkarte hier, gehen Sie mal aufs Klo, haben Sie 5 Minuten Zeit, gucken Sie sich das an, dann kommen Sie wieder. Es gibt von Funk sehr gute Erklärungen zum Thema Aussiedler oder Sag mal hier, Einwanderer. Der NDR, was hat der gefilmt bei euch? Kamt der da auch ein bisschen gut weg? Also Ja, Produktion? sehr, sehr gut weg. Also der E-Crafter, der erste E-Crafter als RTW ausgebaut für die Insel Borkum, da kamen wir auch sehr, sehr gut weit. Sehr, sehr gut weg. Und ja, es war dann jetzt beim NDR in der Mediathek ein halbes Jahr online. Jetzt ist es offline, jetzt finden wir das im Moment nicht. Hast nicht kopiert? Wir bekommen Kopie. dann die Kopie. Genau. Cool, ja, das wird bei uns nicht passieren. Ja, also großes Lob für alle Mitarbeiter, die da sind. Wir drehen heute am Sonntag, deswegen können wir nicht so viel zeigen. Wir gehen jetzt gleich mal in die Lackiererei. Da müssen wir es machen. Heute Nacht wurde wieder lackiert. Ja. Ja, haben sich da Fremde reingeschlichen, haben lackiert? Nein, haben nicht. Es ist eigentlich nicht die Praxis. Ja, es ist eher die Ausnahme, dass wir dann quasi eine Nachtschicht einlegen. Ja. Cool. So. Aber das gefällt wahrscheinlich dir. Du willst dein nächstes Auto nochmal hier kaufen? Absolut. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ich das wahrscheinlich nicht brauche und nicht werde, weil ich einfach heute der Meinung bin, mein Auto ist perfekt. Ich wüsste jetzt nichts, was ich noch ändern könnte, sollte oder müsste. Und er ist wirklich für die Ewigkeit, ich glaube, das sagst du immer ganz gerne, für die Ewigkeit gebaut worden. Ja, was heißt für die Ewigkeit? Also für unsere Ewigkeit, so kann man sagen. Aber selbst in 100 Jahren, wenn er also ins Museum... vielen Dank. Was heißt nochmal Danke? Spasiba. Spasiba. Dziękuję. Ja, das ist cool. Ich denke, das ist auch wichtig, dass du also wirklich hier zum Thema Nachhaltigkeit ein Statement setzt. Also nicht ein Auto baust, was ich sag mal, in 5 Jahren nicht mehr aktuell ist, sondern wo du sagst, ich habe die nächsten 30, 40 Jahre Spaß dran. Ich mag es auch gerne. Ich bin keiner, der immer jedem neuen Trend hinterherlaufen muss und erwarte auch gar nicht, dass ich immer die neuesten Sachen habe. Also von daher, ich bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden und bin mir auch ziemlich sicher, dass er mir in 10 Jahren noch gefallen wird. So, vielen Dank. Das ist die Firma Emmert Fahrzeuge. Hier steht auch die Webadresse mit drauf. Wenn ihr also Interesse habt, geht auf die Webseite emmert-fahrzeuge.de. Danke fürs Einschalten. Heute am 28. November 2021 in Lingen im Emsland. Im Emsland Zweitsprachig. Niedersachsen. Ja, genau. Niedersachsen. So, jetzt war ich auch schon mal in Niedersachsen. Ja, genau. Münster ist auch in Niedersachsen? Nein, Münster ist in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Ja. Ist ja auch egal. So. Auf jeden Fall seid ihr 15 Kilometer von der Grenze zu Holland weg. Genau. Das kann 25. Ich mir gut. 25. Immer noch. Ja, genau. Tschüss. Entschuldige. Tschüss.